Aha! Don't forget that solution, because we're going to see this puzzle again soon. We're gonna see it a lot. Okay. Das ist also anscheinend sein Lieblingspuzzle. Gut. Ich finde es so, wie er einfach ganz simpel hier so eine Wand aufbaut, dass man dann einfach nicht mehr zurück kann. So die simpelste und eigenartigste Lösung für sowas, die es gibt. Aber besser als eine unsichtbare Wand. Right? You walk down a corridor, you solve a puzzle, you get to the end. Simple enough. Alright, now I'm going to modify the game again, so that when you press Enter, it'll remove all of the walls from this room. Jetzt bin ich gespannt, was der noch alles eingebaut hat, was hier nicht zu sehen ist. Das sind aber nur Hintergrundtexturen, oder? How about that? There was more to it than we had any way of knowing. I actually find it funny that this game comes after the stairs game, since they essentially convey the opposite idea. So, in the stairs game, a dull exterior concealed a rich interior. And then, in this level, a dull interior hides this fantastic outer world. Either way, I think that the point is the same, is that most of the time you don't get to know what you're missing, or even that you're missing anything. That's not your role as a player. So if your role here is not to understand, then what is it? Der hat echt viel eingebaut, dass man hier nicht spielen kann. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Du verlässt nun. Aha. So, this, combined with the entering game from earlier, tells us that Coda believes his games are connected somehow. It could even be that the stairs game and the puzzle game are literally connected in between this and the entering game. There's a bigger picture that all of his games are meant to play a role in, some larger meaning that we won't be able to grasp until we've seen all of them. And once we have, we can step back and start to understand what exactly that bigger picture is. März 2009. Bis 2011 geht's ja, glaube ich, oder? Oben geblieben ist noch keiner. Ja. Äußerst weiß. Sieht lustig aus. Let's talk about video game development for a second. Every video game runs on what's called an engine, which determines what the game can and cannot do. So in other words, the engine is a set of tools for game development. Okay, das sind ein paar Bilder. To make all of these games, Coda is using an engine called Source. Like all engines, Source has certain things that it does well, and it has certain things that it does poorly. One of the things that it does very well is boxy linear corridors. That's why so many of Coda's games are set in these large, flat, empty rooms, is just because he's working with what the engine does well. Ha? Oh, da war doch ein Café. The tools available to the creator shape what kinds of creative work they're going to end up making. You might consider paying attention to the architecture in Coda's games, to notice how they seem to stem from an engine that's very good at producing linear, boxy corridors. Kann ich da? Ja, ich kann da runterfallen. Ah! Oh! Hä? Oh! Ah! Okay. Gehen wir einfach mal runter. Bleibt mir ja nicht viel übrig, weil... So! Oh, oh Gott! So hoch können wir hier nicht springen. Ah! Das ist ein Loch. Das sah jetzt von oben irgendwie aus wie ein riesiger Gullydeckel. Wegen der Wand da oben. Okay, das ist auf jeden Fall interessant gestaltet. Vor allem, wenn man in das Café reingeht und dann sowas rauskommt. Ah. Das dürfte dann das Licht für den ganzen Raum sein. Ist klar. Hä? Hä? Oh, was? Ist da irgendwas? Steckt sich irgendwas? Nee. Kann ich da Enter drücken? Irgendwas? Nee. Ganz viele Gitter. Ah! Ah! Oh, das Spiel macht mir fertig, jetzt schon. Nein! Ah, fuck! Das sind unsichtbare Wände, ich komme hier nicht drauf.
This prison, Oh. funny enough, in Coda's original design, the doors stayed shut for a full hour before letting you go. If you don't mind, I think we're gonna skip that. Danke. Oh, es geht wieder This is runter. something that he and I used to argue about a lot. You know, whether a game ought to actually be playable, whether it means anything if no one can get through it. And I would always defend that, you know, all this work goes into the game, why not make it playable and accessible? And so we just got into heated arguments over it, and there was one time that after one of these conversations, he went home, and a day or two later, he sent me a zip file entitled Playable Games that was full of hundreds of individual games, each of which was just an empty box that you walked around in and nothing else. Believe me, I played every single one of those just to find out if there was like a gag hidden somewhere. There wasn't. Ich mag den Coder. Der ist lustig. So, gibt's hier noch irgendwas? Da kann ich überall nicht hin. Die Gitter waren jetzt irgendwie merkwürdig da drüben auf jeden Fall. Ist da was? Eine Waffe zum Mitnehmen? Okay, doch nicht. Ah, wieder so eine ominöse Leuchte. Er verwendet auf jeden Fall gerne immer mal wieder die gleichen Elemente in seinen Spielen. So wie diesen Treppenaufgang. Aber es gefällt mir, wie sich hier einfach jedes Mal, wenn man durch die Tür geht, eine ganz neue Welt auftut. It's the puzzle again, with the exact same solution as the last time. Der sagt das so abfällig. Oh, nein, wo kommt denn der Schalter her? There's still no clear indication of what makes this puzzle so special that Coda is going to return to it over and over. But I promise I'll share with you my interpretation very shortly. Okay. So, hier sieht man mal keinen Boden. Schade. Hätte er sein können. Ein bisschen durchs Fenster springen oben. Wenn man bedenkt, dass wir in einem Café angefangen haben. Ja, Feuer. Hören. Sprechen. Hey du, kommst du von oben? Was ist da oben? A kind of dialogue system that he fashioned out of the engine's chat capabilities. Use the 1, 2, 3 buttons on your keyboard to respond. Okay. Hey du, kommst du von oben? Was ist da oben? Ja, da gab es eine Welt, die ganz weiß war. Ja, da war ein riesiges Gefängnis, in dem er stundenlang festgehalten wurde. Es wäre sogar eine Lüge, weil es nicht war. Ja, da schwebten diese farbigen Klötze herum. Am erwähnenswertesten wäre wahrscheinlich die schwebenden Klötze. Das ist die Welt da oben. Du warst wirklich dort. Jetzt etwas Wichtiges. Musstest du ein Rätsel mit 2 Türen und Schaltern lösen? Ja, das war das allerletzte, was ich getan habe, bevor ich hierher kam. Nein, an ein Rätsel erinnere ich mich nicht. Das war eine Lüge. Darüber möchte ich nicht mit dir reden. Schließlich kennen wir uns doch gar nicht. Ach komm. Der wirkt sympathisch. Der hat einen höheren Kopf. Perfekt. Jetzt sag uns bitte, wie du es gelöst hast. Verrat uns die Lösung. Sag uns, wie man auf die andere Seite kommt. Die wollen hier raus. Ich sehe das doch. Die wollen ja ausbrechen. Ich weiß nicht mehr, wie ich es gelöst habe. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich habe es nicht gelöst. Jemand anders hat mich durchgelassen. Glaub mir, da hinüber möchtest du nicht gehen. Nehmen wir mal das dritte. Oh nein, aber das ist wichtig. Wir müssen dorthin kommen. Verstehst du nicht? Das ist das Wichtigste auf der Welt. Wir müssen aus diesem Gefängnis entkommen. Es muss ein Ende geben. Es gibt nichts, was ich mir mehr wünsche. Oh oh. Kann ich da hoch? Ich muss wissen, was da sonst noch oben steht. Hören, sprechen. Nur sprechen und hören. Ich habe Angst vor den Typen. Danke. Ach nee! Ich habe gesagt, ich habe Angst. Nicht, dass ich nochmal von vorne anfangen will. Hallo, wie bist du hierher gekommen? Musstest du dazu ein Rätsel lösen? Ja, möchtest du eine Lösung wissen? Nein, nein, wir finden den schwarzen Bereich zwischen den Türen hier viel interessanter. Hast du ihn schon gesehen? Warum sollte mich der Bereich zwischen den Türen interessieren? Jetzt, wo du sagst, fällt mir ein, dass es irgendwie komisch war, als ich da durchkam. Ich erinnere mich nicht an einen Bereich zwischen den Türen. Da war ein Bereich zwischen den Türen und ich habe den übersehen. Verdammt. Ich muss mich mehr umsehen. Es gibt einen Grund, aber es wird etwas dauern, bis du ihn verstehst. Das ist schon in Ordnung. Du wirst es bald sehen.
Lampe. Bitte jetzt nicht nochmal zu denen rein. And so we make one last descent down to the final floor of the level. Verdammt, ich habe den Bereich nicht gesehen zwischen den Treppen. Mist. Der hat vielleicht was? Nee. Ich hab's mir angesehen. Interessant. It's a lamppost. Okay, I can't tell you quite why, but for some reason, Coda fixates on this lamppost. It's going to appear at the end of every single one of his games from here on out. I'll tell you what I think. I think that up to this point, you know, he's been making really strange and abstract games with no clear purpose, and maybe you can only float around in that headspace for so long. Because now he wants something to hold on to. He wants a reference point. He wants the work to be leading to something. He wants a destination, which is what this lamppost is. It's a destination. We're going to see it in the work as well. His games are just going to become a lot more cohesive, a lot more fully developed, with more of a clear idea behind them. And as we go, that idea will get clearer and clearer and clearer. Okay. Komm jetzt. Oh, okay. Ich wollte gerade fragen, ob ich noch irgendwo hinkomme oder ob der das automatisch macht. Aber er macht es automatisch. April 2009. Der ist fleißig am Programmieren. Dieses Spiel ist mit dem Internet verbunden. Beim Herumlaufen kannst du Notizen hinterlassen. Alle Notizen, die du siehst, wurden von anderen Spielern hinterlassen. Okay. Steht da was? Ah! Netter Raum, von wegen. So first off, I'm sure you can deduce this, but this game is not connected to the internet. All of the notes that you're gonna see have been written by Coda. This was actually the first game of his that I ever played. This was shortly after I met him at a weekend game jam in Sacramento, where I grew up. I saw him working on this very level, and it was just so different from anything that anyone else was doing. So right away I was like, I have to be friends with this person. In retrospect, I think I was probably a bit too pushy, trying to get his attention. I was over-enthusiastic. But he was very gracious about it and very patient with me. And I cooled off eventually. Wie schafft man dieses Spiel? Hat doch alles keinen Sinn. Ja, eine typische Höhle auf jeden Fall. Du meine Güte. Könnt ihr mich hören? Nein, ich kann nicht lesen. Hallo, hallo. Plausibel. Feel free to skip over any of these notes if they're not doing anything for you. Nothing extra is going to happen if you read all of them. Either way, to me they convey a sense of loneliness. I see this person who's filled with thoughts and feelings and beliefs and has no way to express them except as scattered and unheard voices in a game that wasn't meant to be played. Lest das bitte. Hey! But it's ironic, isn't Was für ein trauriger that Ort. in playing this game and seeing how alone Coda often felt, that we get to know him better and actually kind of connect with him. And I have to be honest with you, this idea is really seductive to me. That I could just play someone's game and see the voices in their head and get to know them better and have to do less of the messy in-person socializing. I could just get to know you through your work. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too.